Ich hätte mein ganzes Leben am liebsten beim BVB gespielt. Marc-André Kruska aus Castrop-Rauxel. Ein Kind des Ruhrpots und ein Borusse wie aus dem Bilderbuch. Ich kann mich noch erinnern, Schalke wollte mich damals in meiner Jugend sehr früh auch dahin holen. Aber ich wollte nie, also weil ich war ja immer BVB-Fan und dann wollte mich der BVB halt in die C-Jugend holen. Ja, und dann bin ich da hingegangen, weil es immer mein Traum war, war irgendwie beim BVB zu spielen. Auch der nächste Traum geht für Marc-André Kruska bereits in Erfüllung, als er noch bei den A-Junioren spielt. Bert van Marwijk war dann beim Spiel gegen Schalke, ich glaube, das war sogar ein Pokalspiel, in der Roten Erde zuschauen. Und hat mich dann da gesehen und hat gesagt, ja, unser Kader ist gerade klein, wir haben wenig Spieler, wir haben ein paar Verletzte und ich möchte, dass er bei uns mittrainiert, der Kleine. November 2004. Kruska ist 17 Jahre und 137 Tage alt, feiert sein Bundesliga-Debüt auf dem Betzenberg und zählt damit bis heute zu den Top 20 der jüngsten Bundesligaspieler. Ich kann das nicht beschreiben, weil es ging so schnell. Ich habe mich kurz warm gelaufen, bin dann auch schnell eingewechselt worden. Ja, und dann lief das Spiel einfach und im Spiel war man so konzentriert, da hat man nicht viel nachgedacht. Ne? Das Karrieretempo bleibt atemberaubend. 3 Wochen später sein Startelfdebüt im Signal Iduna Park beim Derby. Das war Wahnsinn, das war einfach Gänsehaut pur. Ich als Fan habe immer Schalke nicht so gemocht, muss ich einfach sagen. Und das war damals einfach Emotion pur. Ne? Ich habe dann auch ich glaube nach der 16. habe ich auch einen Krampf bekommen, gefühlt einen Ganzkörperkrampf, weil einfach, glaube ich, Adrenalin, alles kam zusammen, erste Mal die Belastung. Er wird Kapitän der U21-Nationalmannschaft, erreicht mit dem BVB das Pokalfinale 2008 und bestreitet insgesamt 98 Bundesligaspiele für Borussia Dortmund. Wenn ich jetzt 100 sagen könnte, wäre schon cool, aber ja, 98 ist so eine Zahl. Ja, wenn man 100 hat, ist schon was Besonderes, aber so ein bisschen stört es einem, klar, hätte man noch 2 Einsätze irgendwie bekommen können, aber ich wäre auch gerne noch beim BVB geblieben. So, ich hätte mein ganzes Leben am liebsten beim BVB gespielt und hätte da 800 Spiele gemacht und hätte dann aufgehört. So, ne? Stattdessen folgen ab 2009 Stationen beim FC Brügge, Energie Cottbus, FSV Frankfurt, dem SC Paderborn, der zweiten von Werder Bremen und in Luxemburg. 2019 beendet er seine Karriere und wird Jugendtrainer beim VfL Bochum. Ich konnte mir immer schon vorstellen, auch in die Trainerschiene reinzurutschen, dass es dann so schnell ging, habe ich nicht gedacht. Und ja, bin dann jetzt seit 2 Jahren quasi bei der U19 vom VfL Bochum als Co-Trainer aktiv. Ja. Er konnte früher richtig gut Fußball spielen, er konnte aber auch arbeiten und das gibt er an die Jungs jetzt weiter. Und er liebt den Fußball genauso, wie ich den Fußball liebe und das muss man ausstrahlen, das muss man den Jungs auch immer wieder vorleben und das macht er halt hervorragend. Also Fußballprofi war immer mein Traum als kleiner Junge, den habe ich erfüllt. Jetzt mein ganzes Leben, sage ich mal, als Fußballprofi den jüngeren Spielern weiterzugeben, ist für mich eine Erfüllung. Ja, das macht mich glücklich. Also ich bin mit wenig glücklich. Als Trainer in der U19-Bundesliga kann er besser als die meisten ermessen, wie sich der Fußball verändert hat. Wenn ich heute Profi werden müsste, würde ich es nicht schaffen, weil die würden einen Sprint machen und würden sagen, oh, das reicht nicht aus. Weil heute viel mehr, also der Fußball ist athletischer geworden, viel schneller. Ja, da würde ich es vielleicht gar nicht mehr schaffen. Ich habe genau aus den Mitteln, die ich hatte, also ich wusste, was meine Stärken sind, ich wusste aber auch, was meine Schwächen sind, habe ich, glaube ich, immer das Beste rausgeholt. Ich wollte irgendwann noch mal international spielen. Das habe ich dann am Ende mit Düdeling noch mal geschafft. In seiner letzten Saison spielt er mit dem luxemburgischen Meister in der Europa League gegen Top-Teams wie den AC Mailand und Betis Sevilla. Damit schließt sich der Kreis für einen, der 2005 als bester Nachwuchsspieler mit der Fritz-Walter-Medaille in Gold ausgezeichnet wurde. Die ist jetzt im Borusseum. Also die haben mich angefragt oder haben gefragt, ob sie die Medaille bekommen können. Und ja, wenn das jetzt wieder aufgemacht wird, dann ist meine Medaille auch da ausgestellt. Und ja, macht einen stolz, dass man dann auch da ein Teil dabei ist. Ne? Bescheiden und bodenständig, Marc-André Kruska hat das Herz am rechten Fleck und teilt mit uns allen die eine große Leidenschaft. Ohne Fußball geht es einfach nicht. Also es wird mein Leben lang der Fußball mich mitbegleiten und ja, ist
einfach das Schönste, was man auf der Welt haben kann.